Aber mein T4 darf nicht in die Innenstadt, weißt du? Wir hatten noch einen letzten Tag während unseres Harztrips, an dem wir uns auf die Bikes schwingen können und vor allem das letzte gute Wetter genießen können. Und was das Ganze mit dem T4 auf sich hat, den sicherlich der ein oder andere Zuschauer in den vorigen Videos schon gesehen hat, das werde ich mal in einem extra Video bearbeiten. Im Hintergrund haben wir uns währenddessen schon auf die elendig lange Reise zum ersten Einstieg in die Trails gemacht. Und es sollte wieder ein Tag werden, an dem ich komplett die Orientierung verliere und ich wieder mal dankbar bin, dass sich am Vorabend Chris und Schelle den halben Abend mit Komoot auseinandergesetzt haben, um für uns eine richtig geile Tour zu planen. Ich würde sagen, ich habe erstmal genug gesagt und wir starten rein in den ersten Abschnitt. Ja, leider fährt hier eine gute Linie vor mir. Das kann ich schon nicht mehr folgen. Okay. So. Guten Tag, viel Spaß. Moin. Moin. Der Letzte bin ich. War gut. Guter Flow. 10 von 10 gerne wieder. So. Ach, ich das jetzt abnimmst. Das hat doch ganz gut funktioniert. Ihr seht selbst, die verblockten Abschnitte haben nicht lange auf sich warten lassen. Aber irgendwie war es auch cool, mal abseits von schnellen Passagen einfach mal darum zu kämpfen, nicht vom Fahrrad geworfen zu werden. Oh. Hallo Kevin! Oh. Wir sollten an diesem Tag einen fast ständigen Begleiter bekommen. Der war ebenfalls auf Rädern unterwegs, aber mit bedeutend mehr Dampf in den Beinen, sage ich mal so. Oh. Alter, sogar mit mit Zugbegleitung. Wie geil ist das denn? Scheiße. Falsche Linie. Oh, Alter. Ja, hier bin ich schon mal gelaufen. Alter. Ich sehe schon. Oh, jetzt weiß ich, was Chris mit seiner Pin-Challenge meint. Die Pin-Challenge handelte sich eigentlich nur darum, wer sich auf diesen Trails die meisten Pins von den Pedalen abreißt. Und da muss ich tatsächlich ein Lob an die Sixpack Kamikaze Kunststoffpedale aussprechen, denn ich habe an dem ganzen Wochenende nicht einen einzigen Pin verloren. Obwohl es sich manchmal so angehört hat, als hätte ich mir die ganze Pedale abgerissen. Ich bin dieses Wochenende immer zu tief, kann das sein? Oh. Als wir dann irgendwo im Wilden Westen zwischen toten Bäumen und vertrockneten Gräsern rausgekommen sind, gesellte sich auch unser Schmalspurkollege wieder dazu. Und durch die immer mehr absterbenden Bäume im Harz wirkte die ganze Szenerie, in die wir gerade geraten sind, irgendwie ziemlich surreal. Aber jetzt mussten wir nun mal da durch, unter ständiger Angst vor Banditen, durch verblockte Trails, bis es dann schließlich Zeit für eine Mittagspause war. Wir sind doch keine Wilden. Und das Beste ist, wenn man einfach mal nett nachfragt und vielleicht auch was in die Kaffeekasse schmeißt, kann man nicht nur seinen eigenen Akku, sondern auch den vom Bike wieder aufladen.
gut. Ja. Einige Tassen Kaffee und Stücke Kuchen später hatten sowohl wir als auch unsere Akkus genug Energie geladen, um die Reise fortzusetzen. Und die ging, wie hätte es anders sein können, erstmal bergauf. Und zu guter Letzt kam unser unauffälliger kleiner Freund auch wieder dazu. Leider kaum zu überhören, hat es zum Einstieg in den nächsten Trail mein Steuersatz zerlegt. Der hat nämlich so laut angefangen zu knarzen, dass die GoPro gesagt hat, den Sound lege ich über alles. Da das Bike aber zumindest vorerst fahrbar geblieben ist, ging die Reise unverändert weiter. Jo. Sorry, ich verstelle dieses Mal ziemlich viel mein Sichtfeld hier für euch. Ich kann es nicht richtig einschätzen. Ich bin nun seit einigen Videos mit dem Max Lens Mod der GoPro 10 unterwegs und da sollte sich im vertikalen Winkel eigentlich gar nichts verändert haben. Trotzdem habe ich seit dem Umrüsten irgendwie bei vielen Szenen genau das Problem mit diesem Winkel. Manchmal ist der Lenker kaum drauf, manchmal ist der Lenker viel zu viel drauf. Ich kann euch nicht sagen, woran es liegt. Vielleicht werde ich für die Wissenschaft demnächst einfach mal wieder eine Runde ohne den Max Lens Mod drehen und schauen, ob es auf Anhieb wieder funktioniert. Nö, von mir aus kann man weiter. Störe ich dich irgendwie oder? Nee, alles gut. Ich krüppel hier auch nur so längs. Ich habe gerade noch gesagt, es könnte schlimmer sein, es könnte regnen und dann wurde es nass. Ja, aber ordentlich.